Hallo allerseits, willkommen zur Bausatzbesprechung des Figurensets German Elite Infantry von Masterbox im Maßstab 1:35. Wie man sehen kann, beinhaltet das Set 5 Figuren, sollen Soldaten der Waffen-SS sein, die gerade am Fouragieren sind, also ein bisschen Nahrungsmittel auftreiben in der Umgebung, und offenbar sind sie auch fündig geworden. Masterbox-Figuren faszinieren mich immer besonders, einfach durch die schönen Posen, die auch häufig ziemlich ungewöhnlich sind, und das an sich eigentlich schon ein gutes Diorama abgibt. Da braucht man gar nicht mehr dazu. Finde ich immer sehr schön. Sind auch nicht so, soll man sagen, so klinisch. Ja? Also die Figuren, die drücken wirklich was aus. Finde ich immer sehr schön. Auf der Rückseite haben wir dann die Bauanleitung und Bemalungsanleitung und hier auch noch die enthaltenen Gießästen mit der Nummerierung. Die sind bei Masterbox häufig nicht am Gussast dran, deswegen kann man hier nachschauen. Ist aber nicht wirklich notwendig, weil die Teile, die zu einer Figur gehören, eigentlich immer in einem Bereich angeordnet sind. Hier unten, das ist ganz wichtig, noch zwei Abbildungen mit dem Tarnmuster für die Tarnhemden hier. Das ist immer besonders schwierig. Ist auf jeden Fall gut, dass es hier schon mal mit drauf ist. Man kann natürlich auch das im Internet selber recherchieren. Würde ich auch empfehlen. Und da auch ein bisschen das ausprobieren vorher. Ich finde, diese Muster zu malen ist mitunter das Schwierigste. Das habe ich selber auch noch nicht wirklich gut hinbekommen, beziehungsweise herausgefunden, wie ich das machen kann. Jetzt hier einmal das Sommermuster und einmal das Herbstmuster. In der Schachtel findet man dann zwei Gießäste, die hier in so einer Tüte eingepackt sind. Das ist hier nur so zugeklebt. Bei Figuren ist eigentlich das Beschädigungsrisiko immer relativ gering. Jetzt hier ist schon ein Teil weggefallen, aber das macht gar nichts. Die Teile sind sehr schön gegossen. Bisschen gerade ist vorhanden, der lässt sich aber sehr gut mit Messer abschaben oder mit Schleiflatten. Das ist überhaupt kein Problem. Der Faltenwurf ist sehr natürlich. Die Posen auch realistisch. Sind auch die ganzen Ausrüstungsgegenstände sehr schön detailliert. Die Gesichter machen eigentlich auch einen guten Eindruck. Und hier haben wir nochmal die Uniformdetails. Also auch das Koppelschloss sehr schön detailliert. Ganzen Gurte und so. Und hier am Rand sieht man ein bisschen den Grat, aber das ist harmlos. Kann man sehr leicht versäubern. Ja, macht einen guten Eindruck. Hier haben wir zum Beispiel diesen Helm. Der ist mit Eiern gefüllt. Hier die Hühner, die sind aufgeteilt. Da ist hier sind die Flügel. Hier ist dann der Körper an sich. Ja. Die Tarnjacke ist aufgeteilt. Hier praktisch Torso und dann Vorder- und Rückteil noch. Also das steht da ein bisschen so ab. Das sieht bestimmt ganz interessant aus. Ja, hier soll mal eine Handgranate rein, ein Stiefel. Ja, sehr hübsch. Das ist der Gießast mit den ganzen Ausrüstungsgegenständen. Und wie man sieht, ist es jetzt nicht spezifisch für dieses Figurenset, sondern allgemein. Das sind alle möglichen Infanteriewaffen und Ausrüstungsgegenstände dabei, die man so brauchen könnte. Hier so ein K98 mit Bajonett zum Beispiel. Gewehr 43 mit Zielfernrohr, PPSH, Maschinenpistole, MG42, Munitionskisten, Handgranaten, MG34,
MP28, nochmal Gewehr 43, STG 44, MP40, ja, nochmal ein paar Helme, Gasmaskenbehälter, Klappspaten, Pistolen, Holster, Patronentaschen und so weiter. Also auf jeden Fall mehr Material, als man eigentlich braucht für die Figuren. Da freut sich die Restekiste, beziehungsweise man kann auch diverse Fahrzeuge damit ausrüsten oder auch Figuren damit verbessern, wo diese Ausrüstungsgegenstände nicht so schön detailliert sind. Was ich jetzt hier zum Beispiel nicht so mag, sind die Helme. Und zwar wie die befestigt sind. Das ist immer ein bisschen heikel, die am Stück da rauszukriegen. Und das halt zu versäubern ist ein bisschen, das ist nicht so toll. Bei Dragon finde ich das Schöne mittlerweile, die sind hier im Zentrum befestigt. Da hat man nur einen Punkt und hier oben kann man auch das gut verschleifen später, dass man es nicht sieht. Das ist ein bisschen heikel, aber ist machbar. Aber auf die Helme sind wir nicht angewiesen, weil ja die Figuren ihre eigenen Helme haben mit diesen Tarnüberzügen. Also das ist jetzt nicht so das Problem. Die Teileanzahl ist recht übersichtlich, wie ihr seht. Also der Zusammenbau dürfte niemanden vor größere Herausforderungen stellen. Man muss halt die Teile ein bisschen versäubern vorher. Muss man aber eigentlich bei allen Figuren. Und üblicherweise kommt man bei Masterbox auch ohne jeglichen Einsatz von Spachtelmasse aus. Also das ist immer sehr, sehr entspannt und interessant zum Bauen. Wirklich sehr schöne Figuren, so wie man das von Masterbox auch gewohnt ist. Wieder mal hat Masterbox hervorragende Figuren rausgebracht, die einem wirklich Freude machen in jeglicher Hinsicht. Also ich bin wirklich mal gespannt, was sich damit machen lässt, auf welchem Diorama die irgendwann mal zu sehen sind. Ich habe da jetzt noch keine konkreten Pläne dafür. Der Preis ist auch sehr attraktiv von den Figuren. Die kosten so zwischen 7 und 9 Euro, je nachdem, wo man schaut. Und das für 5 Figuren in der Qualität ist wirklich top. Kann man sich überhaupt nicht beschweren. Da muss man sich eher freuen. Also finde ich ganz toll. Masterbox, bitte weiter so. Da haben wir noch viel Freude und können sehr interessante Dioramen damit machen. Gut, ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamika Barkas.